Januar 2025, eine Schule im Süden Brandenburgs, der Name soll nicht genannt werden. Ein Drittklässler wird von einer Sozialarbeiterin eingeschüchtert. Seine Mutter sei rechtsextrem, die AfD wolle alle braunäugigen Menschen und Ukrainer töten. Die Mutter wird gewarnt, ihr Sohn könne der Schule verwiesen werden, wenn sie den Vorfall öffentlich macht. Und diese Vorfälle sind nicht vereinzelt, sie häufen sich und sie zeigen ein Muster, meine Damen und Herren. Januar 2025, Alexander vom Humboldt-Gymnasium Überswalde. Im Unterricht ruft eine Lehrerin zur Gegendemo gegen die rechtsextreme AfD auf, zeigt dazu einen Demoaufruf, wo rechtsextreme AfD draufsteht. Hey Leute, willkommen in der Realität. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel Indoktrination an unseren Schulen wirklich passiert? Dennis Hohloch von der AfD zeigt auf, wie der Schultag immer politisierter wird und Schüler, die eine nicht linke Meinung haben, massiv schikaniert werden. Das passiert an Gymnasien, Oberschulen, Grundschulen und sogar in Horten. Schaut euch an, was Hohloch im Landtag dazu sagt und erfahrt, wie wir diese politische Einflussnahme an Schulen stoppen können. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und eure Meinung in die Kommentare zu teilen. Auf geht's! Unsere Schulen sollten Orte des Lernens, der Offenheit und der freien Meinungsbildung sein. Doch die Realität sieht immer öfter anders aus, meine Damen und Herren. Wir erhalten jedenfalls zunehmend und vor allem im Zuge der Landtagswahl und der Bundestagswahl immer mehr Meldungen von Schülern, von Eltern, aber auch von Lehrern über politische Einflussnahme an unseren Schulen, aber auch an unseren Kitas und unseren Horten. Und diese Vorfälle sind nicht vereinzelt, sie häufen sich und sie zeigen ein Muster, meine Damen und Herren. Am 6. September 2024 zum Beispiel am Marie-Curie-Gymnasium in Dahlgow-Döberitz. Eine Lehrerin bezeichnet die AfD in der 8. Klasse als hässliche blaue Partei. Es folgt mindestens eine schriftliche Elternbeschwerde. 10. September 2024 Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge. Politiker-Speeddating zur Landtagswahl ohne die Vertreter der AfD und ein CDU-Kandidat oder ein CDU-Vertreter mimt den Direktkandidaten der AfD. 15. Dezember 2024 Gesamtschule Spree-Neiße. Nach der U16-Wahl erklärt eine Lehrerin, unter einer AfD-Regierung würden Kinder geschlagen und Frauen dürften nicht mehr arbeiten. Schüler berichten von gezielter Manipulation mit vorbereiteten Texten. Auch diese Sachen liegen uns schriftlich vor. 20. September 2024, Marie-Curie-Gymnasium in Dahlgow-Döberitz. Ein Sportlehrer beschimpft einen AfD-Wahlkampfhelfer auf offener Straße als Nazi und stößt einen älteren Mann im Beisein der Schüler und der Schulleitung. Januar 2025, Alexander vom Humboldt-Gymnasium Überswalde. Im Unterricht ruft eine Lehrerin zur Gegendemo gegen die rechtsextreme AfD auf, zeigt dazu einen Demoaufruf, wo rechtsextreme AfD draufsteht, auf dem Smartboard. Januar 2025, eine Schule im Süden Brandenburgs, der Name soll nicht genannt werden. Ein Drittklässler wird von einer Sozialarbeiterin eingeschüchtert. Seine Mutter sei rechtsextrem, die AfD wolle alle braunäugigen Menschen und Ukrainer töten. Die Mutter wird gewarnt, ihr Sohn könne der Schule verwiesen werden, wenn sie den Vorfall öffentlich macht. 25. Februar 2025, Tobias Seiler Oberschule Bernau. 6 Zehntklässler berichten uns, das haben wir auch schriftlich, wie eine Lehrerin im Politikunterricht entsetzt auf das Wahlergebnis der AfD reagierte, einen stillen Schüler öffentlich als AfD-Sympathisanten bloßstellte, nur weil er seine Meinung nicht öffentlich äußern wollte. Am Ende zeigt sie eine Website mit dem Aufstieg der NSDAP, in der NSDAP und AfD gleichgesetzt werden. Viele Schüler waren daraufhin schockiert und haben sich an unsere Fraktion gewandt. Und Sie, meine Damen und Herren, sagen immer wieder, und auch der Bildungsminister, der heute leider nicht hier ist, aber vertreten wird, dass Indoktrination, aber auch Propaganda an unseren Schulen kein Alltag wären. Aber die Realität sieht nun einmal anders aus. Was wir sehen, sind offene Grenzüberschreitungen von tendenziösen Bemerkungen über Aufrufe zur Demonstration bis hin zu Einschüchterungen und öffentlichen Beschämen der Schüler, aber auch der Eltern, deren Freunde und deren Familienmitglieder. Und wie reagiert das zuständige Bildungsministerium auf solche Sachverhalte? Viele von den Dingen, die ich gerade vorgelesen habe, haben wir als kleine Anfragen eingereicht und einen Bildungsausschuss erfragt. Es gibt genau 2 Dinge, die das Ministerium dann immer antwortet. Erstens, es wiegelt ab.
Mit Misstrauen gegenüber denjenigen, die die Missstände gemeldet haben. Es erklärt pauschal, die geschilderten Fälle seien entweder unglaubwürdig und nicht überprüfbar, solange sich der Absender nicht namentlich zu erkennen gibt. Ja, meine Damen und Herren, fragen Sie sich bitte, warum diejenigen, die sich an uns wenden, sich nicht mehr trauen, an die öffentlichen Stellen und Behörden zu wenden. Das ist ein massiver Vertrauensverlust offensichtlich in staatliche Institutionen, den Sie zu verantworten haben. Aber das Ministerium weiß es ja auch genau. Wer sich als Lehrer, Schüler oder Elternteil offen äußert, riskiert eben berufliche, schulische und soziale Konsequenzen. Dementsprechend sind solche Ausflüchte auch ziemlich einfach. Leute, die sprechen wollen, haben eben Angst vor Repressalien, vor Bloßstellung oder auch vor Mobbing innerhalb der Schule, innerhalb des Freundeskreises etc. Wir hatten das Thema Meinungsfreiheit ja heute bei der Regierungserklärung, passt also ganz gut zu diesem Thema. Und nicht nur das. Das Ministerium selbst nutzt inzwischen den bestehenden sogenannten Extremismusparagraphen, um genau diesen Druck noch weiter zu verschärfen. Dabei genügt bereits die bloße Vermutung des Verfassungsschutzes zur Einleitung von Ordnungsmaßnahmen gegen Schüler, also gegen oftmals Minderjährige. Und wir reden hier ganz gezielt über die Ordnungsmaßnahmen und nicht über Erziehungsmaßnahmen, wie man es als Lehrer eigentlich durchführen sollte. Und dabei ist ein gesicherter Nachweis nicht mal notwendig. Ich sage es hier nochmal, es reicht, wenn zum Beispiel der Landesverband der AfD in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, dann wird die Verfassungsfeindlichkeit der AfD laut dieses Paragraphen auch in Brandenburg vermutet und allein ein Stift der AfD Brandenburg würde dazu führen, dass ein Lehrer den Ordnungsmaßnahmenkatalog gegen einen Schüler durchsetzen könnte. Fakt ist aber, meine Damen und Herren, der Anlass für die Einführung des Paragraphen erwies sich als falsch. Es waren die Fake News aus Burg, die sich danach offenkundig als Fake News erwiesen haben und bei denen alle Strafanzeigen wieder eingestellt wurden. Es existiert außerdem kein flächendeckendes Extremismusproblem an unseren Brandenburger Schulen. Ansonsten hätte das Ministerium sicherlich auch die Vorfälle mal statistisch ausgewertet. Und bestehende Rechtsgrundlagen wie § 4, 63, 64 Brandenburgisches Schulgesetz sowie die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmenverordnung reichen für solche Vorfälle auch eindeutig aus. Meine Damen und Herren, der bestehende § 64a dient lediglich oder letztlich weniger dem Schutz vor Extremisten als vielmehr der Bekämpfung der politischen Opposition im Allgemeinen und der AfD im Speziellen und im Besonderen. Deshalb muss er gestrichen und durch ein explizites Indoktrinationsverbot ersetzt werden. Aber, meine Damen und Herren, was genau ist eigentlich Indoktrination? Sie beginnt dort, wo die Grenze der Wertvermittlung überschritten wird, wo Lehrer ihre Autorität und Stellung ausnutzen, um Schüler einseitig und politisch zu beeinflussen. Einige Beispiele habe ich Ihnen am Anfang meiner Rede genannt. Wir von der AfD wollen keine Gesinnungsschulen. Wir wollen Bildung frei, objektiv und respektvoll. Das ist der Auftrag, den dieser Staat den Eltern und Schülern versprochen hat. Und wie soll dieses Indoktrinationsverbot geregelt werden? Insgesamt sind es 4 Paragraphen. Erstens, Lehrkräfte, Schulleitung und Schulpersonal werden zu politischer Zurückhaltung und Mäßigung verpflichtet. Das ist bis heute so im Schulgesetz nicht explizit geregelt. Zweitens, einseitige politische, weltanschauliche oder religiöse Beeinflussung im Schulbetrieb werden untersagt. Drittens, Verstöße sind unverzüglich und deswegen ist das auch eine Neuerung zum jetzigen Schulgesetz, unverzüglich dem Schulamt zu melden und dort müssen sie überprüft werden. Bei nachgewiesenen Verstößen folgen disziplinar- oder arbeitsrechtliche Ordnungsmaßnahmen und das Verfahren, und das ist auch neu, schützt vor allem die Interessen derjenigen, die sich an das Schulamt gewendet haben. Wenn das Verfahren innerhalb von 6 Monaten nicht beendet ist, ist die Möglichkeit gegeben, sich an ein Gericht zu wenden, um dieses Verfahren zu beschleunigen, meine Damen und Herren. Denn der aktuelle Stand im Schulgesetz ist eben nicht ausreichend. Weil die bestehenden Rechtsgrundlagen und Übereinkünfte immer häufiger übergangen werden und unzureichend sind, so ist zum Beispiel der Beutelsbacher Konsens, zwar ausgesprochener Konsens, auch natürlich im Bildungsministerium, aber im Schulgesetz nicht fest verankert. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen etwas an der freien Meinungsbildung unserer Kinder liegt, setzen Sie heute hier ein klares Zeichen gegen Indoktrination und Propaganda. Stimmen Sie für uns für den neuen Paragraphen 64a. Vielen Dank. Es geht echt nicht mehr. Ich kann gar nicht fassen, was Herr Hohloch hier anspricht. Was sich in unseren Schulen abspielt, ist einfach ein Skandal. Lehrer, die mit ihren linksgrünen Agenda die Kinder manipulieren und in politische Themen reinziehen, mit denen sie noch gar nichts am Hut haben. Das ist einfach unerträglich. Die sogenannten Lehrer vergessen komplett, dass ihre Aufgabe es ist, Wissen zu vermitteln, nicht ihre persönlichen politischen Meinungen durchzudrücken. Es macht mich richtig wütend, dass in Schulen solche Indoktrinationen stattfinden. Kinder haben in diesem ganzen politischen Kram nichts zu suchen.
Statt sie zu fördern und sie ihre eigenen Meinungen entwickeln zu lassen, wird ihnen etwas aufgedrückt, was sie überhaupt nicht verstehen oder brauchen. Wenn das so weitergeht, dann gibt es wirklich nur eine Konsequenz. Eltern müssen ihre Kinder aus solchen Schulen rausnehmen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Kinder sind heilig und jeder, der sich das Recht herausnimmt, sie zu politisieren, überschreitet eine Grenze, die nicht akzeptabel ist. Das ist eine verdammt rote Linie. Und es wird Zeit, dass da endlich etwas passiert. Wer sich nicht an diese Grenze hält, sollte sich schämen. Und es ist eine Schande, dass wir überhaupt über sowas sprechen müssen. So viel dazu. Aber ich muss jetzt echt Schluss machen, sonst platzt mir der Kragen richtig. Bis zum nächsten Mal.